Hallo Freund und herzlichen willkommen auf meinem Kanal bloomgerman. Bist du also bereit für ein weiteres interessantes Märchen? Ja? So heißt unser heutiges Märchen Tischlein, dich, Esels, dich, Knüppel aus dem Sarg. Set the table, stretch the donkey, stick out of the sack. Schau mal, ein Schneider hatte 3 Söhne und eine Ziege, die ihnen allen Milch gab. Jeden Tag musste einer von den Söhnen die Ziege auf die Weide bringen. Abends fragte dann der Schneider die Ziege: Bist du satt? Einmal aber war die Ziege böse. Obwohl sie satt war, sagte sie nein. Darum jagte der zornige Schneider seinen ältesten Sohn, der an diesem Tag für die Ziege gesorgt hatte, zum Haus hinaus. Dem zweiten und dritten Sohn ging es später nicht besser. Sie mussten das Haus verlassen, weil die boshafte Ziege sagte, sie sei nicht satt. Als der Schneider allein mit der Ziege war, führte er selbst sie auf die Weide und ließ sie den ganzen Tag Gras und Blätter fressen. Aber wieder schrie die Ziege am Abend, dass sie nicht satt sei. Nun sah der Schneider, dass er im Unrecht war, als er seine Söhne aus dem Haus gejagt hatte, und er war sehr traurig. Er wurde auch nicht fröhlicher, nachdem er das böse Tier fortgejagt hatte. Der älteste Sohn war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Als seine Zeit war, schenkte ihm der Meister ein wunderbares Tischchen. Wenn man zu ihm sagt, Tischlein, dich, standen sofort auf dem Tischchen die besten Speisen und der schönste Wein. Fröhlich wanderte der junge Mann mit seinem Tischchen fort und wollte zu seinem Vater zurückkehren. In einem Gasthaus, wo er abends einkehrt, sah der Wirt das Wundertischlein und war sofort neidisch. Nachts nahm er es heimlich und vertauschte es mit einem ganz gleichen gewöhnlichen Tischchen. Als der junge Schreiner zu seinem Vater heimkam, wollte er ihm gleich sein Tischlein, dich, vorführen, aber vergebens. Auf dem falschen Tischlein erschienen keine Speisen. Jetzt merkte der Arme, dass er betrogen worden war. Inzwischen hatte er der zweite Sohn bei einem Müller gelernt und bekam von ihm zum Abschied ein Esel. Wenn man zu dem Tier sagte, Esel streck dich, so ließ es von und hinten Goldstücke fallen. So hatte der Gesellte immer genug Geld, aber unglücklicherweise übernachtete er in dem gleichen Gasthaus wie sein Bruder. Der Wirt beobachtete ihn, wie er sich von seinem Esel Goldstücke holte und dachte, so einen Esel muss ich auch haben.
Naxt holte den Goldesel und stellte einen anderen ganz gewöhnlichen Esel in den Stall. So war auch der zweite Bruder betrogen worden. Der jüngste Sohn des Schneiders hatte das Dreschler-Handwerk gelernt. Als er Abschied nahm, gab ihm sein Meister einen Sack mit einem Holzknüppel darin. Wenn er rief, Knüppel aus dem Sack, so sprang der Knüppel heraus und schlug Eden, der dem jungen Mann etwas Böses getan hatte, so lang bis sein Herr rief, Knüppel in den Sack. Von seinen Brüdern hatte der junge Geselle gehört, dass der böse Wirt sie betrogen hatte. Darum übernachtete er auch im gleichen Gasthaus. Er legte seinen Sack neben sich, sagte aber dem Wirt nicht, was er darin hatte. Der habgierige Wirt dachte nun, das müsse etwas sehr Wertvolles sein und kam deshalb in der Nacht, um den Sack zu stehlen. Doch da rief der Brüche, Knüppel aus dem Sack. Der Knüppel fuhr heraus und schlug den Wirt, bis er braun und blau war und endlich das Tischlein, dich und den Goldesel zurückgab. Jetzt erst sagte der junge Mann, Knüppel in den Sack. Vergnügt wanderte er mit den 3 Dingen nach Haus. Sein Vater und seine Brüder begrüßten ihn freudig. Sie luden alle Verwandten zu einem Fest und alle aßen sich satt an den Speisen, die das Tischlein dich herbeizauberte. Alle füllten ihre Taschen mit dem Gold, das der Esel fallen ließ. Nun brauchte der alte Schneider nicht mehr so viel zu arbeiten und lebte mit seinen 3 Söhnen in Freude und Herrlichkeit. Ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Geschichte gefallen. Ja? Dann schreibe in einen Kommentarbereich, was du aus der heutigen Geschichte gelernt hast. Unser nächstes Märchen ist der Bremer-Stadt Musikanten. Liken, teilen und unseren Kanal abonnieren. Herzlichen Dank für das Hören heutiges Geschichte. Auf Wiedersehen.